Mein Name ist Ramin Mobait-Schwarz. Ich bin Head of Digital Lab und E-Commerce bei der Weinwolf-Gruppe aus Bonn. Wir von der Weinwolf-Gruppe sind Deutschlands führender Importeur und Großhändler für Weine, Spirituosen und Champagner aus dem Premium-Segment. Wir beliefern Gastronomie, Fachhandel, Hotellerie und den Lebensmitteleinzelhandel. Also wir haben ungefähr 35 Produktmanager, die sich tagtäglich um Produktdaten in Akeneo beschäftigen. Also die sind von quasi Einkauf der Produkte, Sortimentsauswahl über Anreicherung der Daten, sind dafür zuständig. Und im Außendienst haben wir ungefähr 150 Mitarbeiter, die dann tagtäglich für uns draußen bei unseren Kunden vor Ort sind, um unsere Produkte zu verkaufen. Wir haben Akeneo in der Zeit, also ungefähr 6 Monate haben wir gebraucht, um Akeneo einzuführen. Es war ein recht schnelles Projekt, sehr unkompliziertes Projekt. Wir hatten damals auf der grünen Wiese begonnen. Das heißt, wir hatten den Vorteil, dass wir jetzt kein System hatten, das wir ablösen mussten, sondern konnten im Grunde von null auf komplett anfangen, uns neu sortieren, uns neue Prozesse überlegen. Von Anfang an waren natürlich die Produktmanager involviert, weil die am Ende des Tages die Personen sind, die mit Akeneo arbeiten müssen. Und somit hatten wir sie von Anfang an mit an Bord gehabt, damit der komplette Prozess, diese komplette Anreicherung der Daten von den Produktmanagern schon von Anfang an beherrscht wird. Gut, also ich bin eher so der Techie, ne? Also ich stehe halt voll auf die API von Akeneo. Das ist das, womit ich tagtäglich arbeite, auch mit der Konfiguration. Also ich bin der Einzige im Haus bei uns, der sich um die Pflege oder Konfiguration von Akeneo kümmert. Und ansonsten unsere Produktmanager natürlich arbeiten mit dem Core-Produkt, also der Akeneo Product Experience Cloud. Das ist so das tagtägliche Tool, wo es darum geht, die Produktdaten zu pflegen. Genau, also Akeneo ist im Grunde die Single Source of Truth unserer Produktdaten. Unsere Artikel entstehen im SAP, wandern weiter zum Akeneo, wo dann der Produktmanager im Grunde die Aufgabe hat, die Produktdaten halt anzureichern. Entweder macht er das selbst, die Daten anzureichern, oder es wird eine Anfrage zu einem Onboarding-Service für unsere Winzer zugeschickt, die dann die Daten pflegen und dann nochmal an Akeneo zurückspielen. Und von Akeneo aus werden dann die Produktdaten an die entsprechenden Kanäle ausgespielt. Das ist zum einen unser Online-Shop, das ist unser SAP Sales Cloud, quasi unser Außendienst-Tool. Auch die Produktdaten gehen weiter an andere Kunden aus den Bereichen LEH, E-Commerce und Fachhandel. Also dadurch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Produktdaten und vor allem auch Produktdatenblätter an die Sales Cloud, quasi unser Außentool, unser CRM, auszuspielen, haben wir so die Vorteile, dass der Außendienst bei jedem Kundengespräch immer die wichtigsten Produktdaten vorliegen hat. Also mit dem Produktdatenblatt hat er die wichtigsten Informationen vorliegen und kann direkt mit dem Kunden über die einzelnen Produkte besprechen. Das ist zum einen, wie gesagt, die Produktvorstellung, also Produktpräsentation, aber wenn es auch weitergeht in die Angebotserstellung, auch da kommt wieder Akeneo ins Spiel, denn dort spielen wir dann die also die Flaschenabbildung und die Produkttexte. Die wandern dann in das Angebot mit rein, so dass der Kunde auch bei einem Kaufangebot alle Informationen zu dem entsprechenden Wein vorliegen hat. Also wir sind noch ein sehr, sehr offline geprägtes Geschäft. Also unsere Kunden erwarten immer noch den persönlichen Kontakt mit unseren Außendienstmitarbeitern. Daher sind so ungefähr 60% unserer Aufträge gehen wirklich über die SAP Sales Cloud rein. Dadurch, dass am Grunde die Kunden Produktdaten konsumieren müssen oder im Grunde die Daten halt bekommen müssen, war es unheimlich wichtig, dass wir die Daten auch beim Außendienst vorhalten. Also dass der Außendienst in der Lage ist, Informationen über das Produkt auch weiterzugeben an den Kunden. Also immer die neuesten Produktinformationen immer mit dabei zu haben und den Kunden entsprechend optimal beraten zu können. Also Akeneo war im Grunde das allererste digitale System, das wir eingeführt haben. Ich gehe noch nach dem Motto, kein E-Commerce ohne PIM. Deswegen haben wir erst das PIM-System halt eingeführt und dann erst den E-Commerce-Shop, der im Grunde der erste Kanal, also der erste digitale Kanal war, über den wir verkauft haben. Ansonsten verkaufen wir halt auch über E-Commerce-Händler unsere Produkte und die behalten von uns dann die Produktdaten aus Akeneo heraus. Das sind so im Grunde die zwei Hauptkanäle, die durch Akeneo entstanden sind.
Also auch definitiv als Händler sind wir natürlich auch ein Freund davon, Prozesse zu optimieren. Das Thema Produktbeschreibung ist bei uns ganz, ganz groß. Viele unserer Produktbeschreibungen werden heute noch von jedem einzelnen Produktmanager separat geschrieben und ausgespielt. Und das Thema Künstliche Intelligenz spielt bei uns auch eine große Rolle, wenn es um Produktdatenbeschreibung geht. Wir haben jetzt schon angefangen, indem wir Produktbeschreibungen über KI generieren und diese entsprechend an die Ausgabekanäle auszugeben. Genau, also mein Zitat ist immer, die Welt dreht sich um die Sonne, aber unsere Produktdatenwelt dreht sich um Akeneo. Also Akeneo ist quasi unsere Sonne, zu der wir immer aufscheinen, wenn es um Produktdaten geht.